Oh je, den Stuhl habe ich schon einige Zeit in meiner Werkstatt stehen. Äußerlich sieht er ganz toll aus, aber wenn du drauf sitzt, so wackelt er. Es ist nicht damit getan, in die Fugen etwas Leim zu geben. Auf Stirnholz hält das sowieso nicht. Wenn da schon Fugen entstanden sind, so ist der Leim zwischen Zapfen und Loch gebrochen. Teile, die schon etwas auseinandergegangen sind, musst du auseinandernehmen und vom alten Leim säubern. Das ist eine mühsame Handarbeit. Wenn der Stuhl wieder stabil werden soll, so musst du da sauber arbeiten. Arbeite nur mit kleinen Hammerschlägen und am besten mit Unterlage. Besser wäre ein Hammer mit weichem Kunststoff. Der alte Leim ist von allen Oberflächen zu entfernen, auch in den Zapfenlöchern. Achte darauf, dass du nicht zu viel vom Holz entfernst. Vor allem die Flächen, die beim Verleimen aufeinander stehen, sollten vorsichtig geschliffen werden, damit keine Fuge bzw. Spalt entsteht. Frisches Holz verleimst du am besten mit Weißleim. Der Weißleim dringt in die Poren und bei der Arbeit mit Weißleim hast du knapp 20 Minuten Zeit zum Fügen und Verspannen. Bei einem Stuhl, der schon einmal mit Weißleim verleimt war, kannst du zwar den alten Leim von der Oberfläche entfernen, die Holzporen der Leimflächen sind aber mit hartem Leim gesättigt. Frisch aufgetragener Weißleim wird hier nicht so gut halten wie auf neuem Holz. Um wackelnde Stühle zu reparieren, wird oftmals PUR-Kleber statt Weißleim empfohlen. Einer der Vorteile ist, dass Kleber auch auf nicht saugenden Oberflächen eine feste Verbindung herstellt. Und wenn die Zapfen-Loch-Verbindung durch Gebrauch oder Anschleifen schon geweitet ist, so gleicht das der PUR-Kleber durch Aufquillen aus. Der Nachteil von PUR-Kleber gegenüber Weißleim ist die oftmals kürzere Verarbeitungszeit. Es gibt aber auch Produkte mit längerer Verarbeitungszeit. Lest euch bitte genau durch, in welchem Temperaturbereich und in welcher Zeit der aufgetragene Kleber verarbeitet sein muss. Bei antiken Stühlen, die mit Knochenleim, Fischleim oder Hautleim, also sogenannte Glutinleime, geleimt sind, ist es etwas anders. Diese Leime lassen sich mit heißem Wasser wieder anlösen und hier solltest du auch wieder den gleichen Leim zur Reparatur verwenden. Schaue dir die einzelnen Teile an, leime Risse vor dem Zusammenbau zusammen. Vor dem eigentlichen Verleimen oder Verkleben ist es hilfreich, die Teile trocken zusammenzubauen. Hier erkennst du, wo noch nachgearbeitet werden muss. Achte auf die Verbindungsfugen. Da soll nichts klaffen. Die kurze Verarbeitungszeit des von mir verwendeten PUR-Klebers hat mich dazu bewegt, dass ich den Stuhl auf 3 Etappen zusammengeleimt bzw. geklebt habe. Erst die hinteren Füße mit Rückenlehne, dann die vorderen Füße mit Querriegel und letztendlich diese hintere und vordere Seite mit den Seitenteilen. Es bietet sich auch an, ausgerissene bzw. abgesplitterte Teile zu reparieren, damit genügend Leimflächen vorhanden sind. PUR-Kleber quillt beim Aushärten auf. Ein Austreten aus der Fuge kannst du fast nicht vermeiden. Frisch ausgetretenen Kleber entfernst du mit Wasser und etwas Spülmittel. Ich habe Nitroverdünnung genommen, das ging auch.
Fest gewordener Purkleber muss mechanisch entfernt werden. Das machst du am besten mit einem Stechbeitel oder einem scharfen Messer. Nochmal trocken die Teile zusammengebaut, auch um die Spanngurte entsprechend vorzubereiten. Bei einer kurzen Verarbeitungszeit muss das Auftragen des Klebers bzw. Leimes schnell gehen, wenn das schon so zäh aus der Tube kommt. Vergesst nicht die Eckverbinder. Diese sind so tief wie möglich einzuklopfen. Und danach messt ihr unbedingt die Diagonalen. Ihr könnt auch schon mal das Sitzkissen einsetzen. Das sollte leicht reingehen. Nach dem Aushärten des Klebers ist dieser mechanisch zu entfernen. Nachdem die Klebereste entfernt sind, kannst du die Holzoberflächen etwas nachwachsen oder fehlende Lackstellen nachbessern. Für meine bescheidenen Verhältnisse ist es gut geworden. Unsere zweite Tochter freut sich und hat mir schon weitere Stühle zum Reparieren mitgegeben. Ja, ich mag's ja gern. Wie hieß es damals in der EDS-Werbung? I love this job.